Und wir wollen direkt nachfragen bei Christoph Wanner in Kiew. Schönen guten Morgen, Christoph. Also wie und warum ist denn eigentlich Diktator Assad jetzt nach Moskau geflohen? Also es gibt da keine genauen Angaben aus Russland jetzt, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Wir haben hier vom ukrainischen Militärgeheimdienst GUR über die Nachrichtenagentur Unian so einiges mitbekommen, wie das gelaufen sein könnte. Also wahrscheinlich ist Assad vom russischen Luftwaffenstützpunkt bei Latakia Chmemin gestartet mit einer russischen Maschine, wahrscheinlich Transportmaschine. Dann haben die Piloten da wohl die Transponder ausgeschaltet und dann ist der Verdacht entstanden, dass diese Maschine abgestürzt ist oder sein könnte oder abgeschossen wurde. Und das Ganze war nichts anderes als eine List, um Desinformation zu verbreiten, damit eben keiner großartig jetzt nach Assad sucht und dass dieses Flugzeug nicht angegriffen wird. Und dann hat die Maschine Kurs auf Moskau genommen wohl und kurz vor der Landung erst die Transponder wieder eingeschaltet. Und Assad ist jetzt wohl in Moskau, das meldet die Nachrichtenagentur TASS, die russische, und Putin gewährt Assad damit Asyl. Und es ist wohl auch so, dass die Familie des einstigen syrischen Machthabers auch in Moskau ist. Und das Ganze ist nicht wirklich überraschend. Putin hat das schon mal gemacht mit einem ehemaligen Partner, dem einstigen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Der hat 2014 im Zuge der Euromaidan-Revolution seine Macht verloren. Und dann haben ihn russische Spezialkommandos außer Landes gebracht und Janukowitsch wohnt nach wie vor in Russland, wie ich gehört habe, in der Nähe von Rostov am Don. Und Ähnliches könnte jetzt auch mit Assad geschehen.